Scalable Capital oder Traders Place? Welches Depot ist besser? Wir stellen den seit Jahren beliebten Broker Scalable Capital den Newcomer mit durchaus spannenden Features Traders Place im Vergleich gegenüber. Wir zeigen dir die Gebühren und Kosten, die Vorteile und die Nachteile der beiden Broker. Am Ende sagen wir dir, ob sich das Scalable Capital oder das Traders Place Depot mehr für dich lohnt. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Scalable Capital und Traders Place im Vergleich. Depotgebühren. Beim Scalable Capital Depot gibt es zwei Tarife. Erstens, Free. Im Free-Broker-Tarif zahlst du keine monatliche oder jährliche Gebühr. Und zweitens, Prime Plus. Hier zahlst du 4,99 € je Monat. Die Unterschiede zwischen den beiden Tarifen liegen im Wertpapierhandel und wir zeigen sie dir gleich. Bei den Sparplänen unterscheiden sie sich nicht. Traders Place berechnet grundsätzlich keine Depot- oder Kontoführungsgebühren. Das Depot wird immer kostenlos geführt. Guthabenzinsen auf dem Verrechnungskonto. Bei Scalable Capital gibt es im Prime Plus Tarif, der monatlich 4,99 € kostet, eine Guthabenverzinsung von 2,6% per annum. Bei Traders Place gibt es für Guthaben von 1.000 bis 100.000 € eine Verzinsung von 1,3% per annum. Startguthaben. Bei Scalable Capital gibt es keine Willkommensprämie. Traders Place schenkt dir 100 €, wenn du innerhalb von 60 Tagen mindestens 2 Transaktionen von mindestens 100 € ausführst, egal ob Kauf oder Verkauf. Ob es die Startguthabenaktion noch gibt, wenn du das Video schaust, siehst du unter dem Link in der Beschreibung. Welche Wertpapiere können gehandelt werden? Scalable Capital ermöglicht dir den Handel mit Aktien, Anleihen, ETFs, ETCs, Fonds, Zertifikaten und Optionsscheinen. Auch Krypto-ETPs von CoinShares sind hier handelbar. Dabei hast du die Auswahl aus 14 Kryptowährungen, unter anderem Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Polkadot, Tezos und Ripple. Bei Traders Place sind Aktien, Anleihen, ETFs, ETCs, Fonds, Zertifikate, Optionsscheine sowie echte Kryptowährungen handelbar. Bei den Kryptowährungen hast du die Wahl aus 33 echten Coins. Derivate wie Optionsscheine sind bei Scalable Capital von Goldman Sachs, HSBC und UniCredit handelbar. Bei Traders Place ist der Handel mit Derivaten von BNP Paribas, Société Générale, Vontobel, Morgan Stanley und UniCredit möglich. Beide Anbieter bieten zudem eine Auswahl von Sparplänen. Details dazu erfährst du gleich. Die Handelsplätze. Bei Scalable Capital hast du die Wahl aus 2 Börsenplätzen. Getex, den elektronischen Handelsplatz der Börse München, oder Xetra. Andere deutsche oder internationale Börsen gibt es hier nicht. Bei Traders Place hast du eine deutlich größere Auswahl an Handelsplätzen. Hier kannst du an allen deutschen Börsen sowie an den folgenden internationalen Börsen handeln. In den USA die New York Stock Exchange, AK und Nasdaq, Schweiz, Australien, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Hongkong, Italien, Irland, Japan, Kanada, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien und UK. Gebühren und Kosten. Bei Scalable Capital sind alle Aktien- und ETF-Sparpläne kostenlos besparbar. Dabei ist es egal, ob du den kostenlosen Free-Broker-Tarif oder den kostenpflichtigen Prime Plus-Tarif hast. Auch bei Traders Place sind alle Aktien- und ETF-Sparpläne ohne Gebühren besparbar. Wie groß die Auswahl an Sparplänen bei beiden Brokern ist, zeigen wir dir gleich. Für den Handel mit Aktien, ETFs und Derivaten hängen die Kosten bei Scalable Capital davon ab, ob du den Free-Tarif ohne monatliche Gebühr wählst oder den Prime Plus. Im kostenlosen Free-Tarif sind Käufe und Verkäufe von ETFs der Anbieter iShares, Invesco und Xtrackers über Getex kostenlos, wenn das Ordervolumen mindestens 250 € beträgt. Liegt es darunter, werden 99 Cent berechnet. Die Gebühr von 99 Cent je Trade wird an der Getex-Börse unabhängig vom Ordervolumen auch für alle anderen ETFs sowie für Aktien, Fonds und Derivate berechnet. Handelst du über Xetra statt Getex, betragen die Gebühren 3,99 € zuzüglich 0,01% bei mindestens 1,50 €. Entscheidest du dich für den Prime Plus Tarif für 4,99 € im Monat, kannst du alle Aktien, ETFs, Fonds und Derivate über Getex kostenlos handeln. Voraussetzung ist nur ein Mindestordervolumen von 250 €. Du erhältst hier für die monatliche Gebühr also eine Trading Flatrate. Nutzt du allerdings Xetra für den Handel, werden wir auch im Free-Tarif 3,99 € zuzüglich 0,01% bei mindestens 1,50 € berechnet. Bei Traders Place ist der Handel mit Aktien, ETFs, Fonds und Anleihen über Getex immer kostenlos, wenn das Volumen der Order mindestens 500 € beträgt. Liegt es darunter, wird ein Mindermengenzuschlag von 1 € berechnet. Bei Handel an anderen Börsen werden verschieden hohe Gebühren berechnet.
Zum Beispiel bei Xetra 2 Euro zuzüglich 0,01%, bei mindestens 3 Euro oder an den Börsen in den USA 3 Euro zuzüglich 0,015%, bei mindestens 4,24 $. Die Sparpläne im Vergleich. ETF-Sparpläne. Scalable Capital bietet dir eine Auswahl aus mehr als 2500 Sparplänen, die du alle kostenlos besparen kannst. Dabei liegt die Mindestsparrate bei 1 Euro. Du kannst also auch bei einem geringeren monatlichen Budget in mehrere ETFs investieren. Bei der Häufigkeit der Ausführung bist du sehr flexibel. Du kannst eine monatliche, zweimonatliche oder vierteljährliche Ausführung wählen. Außerdem kannst du den Ausführungstermin aus 9 Tagen festlegen, nämlich dem 1., 4., 7., 10., 13., 16., 19., 22. oder 25. eines Monats. Bei Traders Place ist die Auswahl an kostenlos besparbaren ETF-Sparplänen deutlich kleiner. Hier sind 950 ETF-Sparpläne gebührenfrei besparbar. Die Mindestsparrate beträgt 10 Euro und du kannst aus monatlicher oder vierteljährlicher Ausführung wählen. Der Ausführungstag ist immer der 15. eines Monats. Aktiensparpläne. Bei Scalable Capital sind ca. 1000 Aktien kostenlos im Sparplan besparbar. Dank Bruchstücken gilt auch hier die Mindestsparrate von nur 1 Euro. Bei Traders Place sind 400 Aktien per Sparplan besparbar. Hier sind ebenfalls Bruchstücke möglich, sodass eine Mindestsparrate von 10 Euro möglich ist. Kryptosparpläne. Mit Scalable Capital kannst du über sogenannte ETPs der Anbieter CoinShare, 21 Shares und ETC Group auch in Kryptowährungen per Sparplan investieren. Insgesamt sind 14 Kryptowährungen verfügbar. Unter anderem Bitcoin, Bitcoin Cash, Binance BNB, Cardano, Ethereum, Ripple, Solana, Polkadot, Stellar, Tezos und Litecoin. Bei den meisten werden die Coins physisch hinterlegt. Bei Traders Place kannst du 33 echte Kryptowährungen zwar kaufen und verkaufen, bei Sparplänen erfolgt das Investment aber auch hier in ETPs. Der einzige verfügbare ETP-Anbieter für Kryptos bei Traders Place ist 21 Shares und es stehen 10 Kryptowährungen zur Auswahl. Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple, Solana, Polkadot, Stellar, Tezos, Cardano und Binance BNB. Zugriff auf dein Depot. Scalable Capital bietet die Depotführung per App am Smartphone oder Tablet sowie über das Online-Banking im Browser an. Auch mit Traders Place kannst du dein Depot per App oder im Webbrowser verwalten. Scalable Capital oder Traders Place. Welches Depot ist besser? Beide Broker bieten herausragende Konditionen, sind aber dabei sehr verschieden. Welches das bessere Depot für dich ist, kommt auf dein Anlageverhalten an. Bei Scalable Capital bist du richtig, wenn du am liebsten passiv investierst. Hier hast du nämlich das größte Angebot an kostenlos besparbaren ETF-Sparplänen. Der Free-Tarif ohne monatliche Gebühr reicht dabei in der Regel aus. Für den Handel mit Wertpapieren ist Traders Place die bessere Wahl. Hier kannst du nämlich ab 500 Euro Volumen je Order kostenlos an der Getex handeln. Ist eine Aktie nicht an der Getex verfügbar, hast du die Wahl aus insgesamt mehr als 40 Börsen weltweit. Selbst herkömmliche Depotanbieter bieten selten so viele Handelsplätze. So kannst du mit Traders Place die jeweiligen Aktien auch an ihren Heimatbörsen handeln. Und das zu deutlich günstigeren Gebühren als bei klassischen Brokern. Die beiden Depots ergänzen sich auch perfekt, wenn du sowohl Sparpläne besparen als auch häufig in Einzelaktien investieren möchtest. Beide Angebote verlinken wir dir unter dem Video. Hast du noch Fragen zu Scalable Capital oder Traders Place, dann schreib uns in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns doch einen Like da. Wir würden uns sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.